In diesem Video meiner kleinen Reihe zum barrierefreien Vogelzimmer möchte ich euch Maßnahmen und Tipps für sehbehinderte und blinde Wellensittiche geben. Zunächst einmal solltet ihr sicherstellen, dass der blinde Vogel dieselbe Nahrung und Fischkost erhält wie die gesunden Wellensittiche. Das heißt, Futter und Wassernäpfe sollten idealerweise zu Fuß oder kletternd erreicht werden können und immer an derselben Stelle stehen. Um sicherzustellen, dass der blinde Vogel auch genügend frisst, solltet ihr regelmäßig sein Gewicht kontrollieren. Eine Maßnahme, die ich generell empfehlen kann. Denn dadurch lässt sich ein Gewichtsverlust auch bei scheinbar gesunden Vögeln schnell feststellen. Wellensittiche haben einen schnellen Stoffwechsel und ein Gewichtsverlust um mehrere Gramm kann ein erster Hinweis auf eine ernste Erkrankung sein. Natürlich solltet ihr den Boden, soweit es geht, abpolstern, damit die blinden Vögel sich bei Stürzen möglichst nicht oder zumindest nicht schwer verletzen. Dafür eignet sich Luftpolsterfolie sehr gut, die ihr allerdings noch einmal umwickeln solltet, damit die anderen Schwarmvögel die Polster nicht anknabbern. Sprungtücher, Netze oder einfach Decken können Stürze ebenso abfedern. Manche Vögel fliegen trotz Blindheit, was es natürlich schwierig macht, das Vogelzimmer gegen Unfälle abzusichern. Es bleibt nur Spielzeug und Freisitze sowie Sitzstangen und Voliere oder Käfig so wenig wie möglich zu verrücken und alles möglichst an derselben Stelle zu belassen. So kann der sehbehinderte Vogel sich seine bevorzugten Wege merken und findet auch blind seinen Weg. Idealerweise sollte der blinde oder sehbehinderte Vogel handzahm sein und zum Beispiel das Finger- oder Stocktaxi nutzen können, um unfallfrei von A nach B zu gelangen. Hilfreich sind auch Kommandos, die dem Vogel antrainiert wurden. Ein weiterer Tipp, um die Lebensqualität eurer blinden Wellensittiche zu steigern, sind Wühlkisten. Kleine Kisten mit allerlei unterschiedlich geformtem Spielzeug und natürlichem Spielzeug wie Tannenzapfen, Holz und Korkstückchen lassen sich mit den Füßen und Schnabel ertasten. Eine wunderbare Beschäftigung nicht nur für sehbehinderte Vögel im Schwarm. Auf den Boden gestellt ist eine flache Wühlkiste auch für flugunfähige und andere gehandicapte Wellis leicht zu erreichen. In der nächsten Folge soll es dann auch um flugunfähige Wellensittiche gehen. Habt ihr schon Erfahrungen mit blinden Vögeln gesammelt? Wie habt ihr das Vogelzimmer für die Vögel angepasst? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren.